Herzlich willkommen zu Aavegotchi. In diesem Video zeige ich euch, wie ich mit Montana Black, Trimax, Papa Platte und Crypto Gaming Germany umgerechnet ca. $1000 in der ersten Season von Aavegotchi verdient habe. Falls ihr sie verpasst habt und noch keine Aavegotchis besitzt, habt ihr die Chance diesen Monat welche beim zweiten Drop zu ersteigern oder mit Raffle-Tickets zu gewinnen. Dazu gleich mehr. Solange passe ich auf die Top-Streamer auf. Bis auf Papa Platte, den habe ich gestern verkauft. Erstmal zeige ich euch, wie ihr mit dem Game Geld machen könnt. Dafür müssen wir kurz das Video pausieren. Es gibt insgesamt 3 Kategorien, in denen eure Aavegotchis den Ghost Token verdienen können. Stand heute liegt er bei 1,90 bis $2. Die erste Kategorie ist die Erfahrung der jeweiligen Aavegotchis. Die verdient ihr, indem ihr an Events teilnehmt oder Minispiele spielt. Da wird es in Zukunft noch mehr Möglichkeiten geben. Hier war beispielsweise ein Community-Event um 4 Uhr morgens auf dem Discord-Server. Da gibt es ein Formular, in das ihr ein paar Infos eintragen müsst und ein paar Tage später gibt es den Erfahrungs-Airdrop auf all eure Aavegotchis. So sah die Preisverteilung bei der Erfahrungskategorie aus. Nummer 2 ist die Kinship-Kategorie, was so viel heißt wie eure Beziehung zu dem Aavegotchi. Alle 12 Stunden könnt ihr euren Aavegotchi streicheln und es bekommt einen Kinship-Punkt dazu. Vernachlässigt ihr sie 2 Tage, fangen sie an, Punkte zu verlieren. Seit ein paar Tagen gibt es auch eine deutsche Übersetzung, also tätschle mich Meister. Denkt daran, dass das Game auf der Matic bzw. Polygon Blockchain läuft und es nahezu gebührenfrei ist. Wenn euch euer Matic für die Transaktionen ausgeht, könnt ihr sogar auf einer Seite ein bisschen Matic kostenlos nachladen. Das ist übrigens auch meiner Meinung nach die beste Plattform für alle Krypto-Browser-Games. Mittlerweile könnt ihr sogar von der Börse Binance euer Matic direkt ins Matic-Netzwerk schicken, was euch komplett die Transaktionskosten vom Ethereum zum Matic-Netzwerk erspart. Das ist auf jeden Fall ein Gamechanger. Nummer 3 ist die Rarity-Kategorie. Die wichtigste und bestbezahlteste Kategorie von allen. Jedes Aavegotchi ist einmalig und hat verschiedene Grundstats. Die Summe aus allen Stats ergibt den Seltenheitswert, der oben in der Klammer steht. Dieser Wert kann geboostet werden. Als erstes könnt ihr alle 3 Level einen Eigenschaftspunkt oben verteilen und als zweites könnt ihr den Aavegotchis Items anziehen. Es gibt verschiedene Sets von Item-Kategorien, die euch nochmal einen kleinen extra Bonus geben. In meinem Fall ist das der Gotchi Baron, dank Zepter, Ring und Krone. Je seltener die Items, desto höher ist der Raritätsbonus. Die Items könnt ihr entweder kaufen oder bei Raffles gewinnen. Wie das funktioniert, zeige ich euch hier schnell. Um die Ingame-Währung Friends zu generieren, müsst ihr erstmal den Ghost-Token staken. Pro Ghost erhaltet ihr einen Friend pro Tag. Ich habe knapp 150.000 Friends gesammelt und kaufe davon jetzt Drop-Tickets für den kommenden Portal-Drop. Dafür klicken wir auf Spielen, dann auf Tickets und hier könnt ihr shoppen. Tickets geben euch eine Chance auf ein Item der jeweiligen Seltenheitsstufe bei einer Verlosung. An der Seite stehen die Friends-Kosten pro Ticket. Es ist also für jeden etwas dabei. Für kleine Fische wie ich es bin, aber auch für High Roller, wie es zum Beispiel ein Montana Black sein könnte. Die Items haben einen entsprechenden hohen Wert. Sowohl Tickets als auch Items sind NFTs und können auf dem Marktplatz gekauft bzw. verkauft werden. Heißt also, ihr könnt euch ein passives Einkommen generieren, indem ihr Ghost kauft, die Währung staked und die Tickets auf dem Marktplatz verkauft. Ich gehe jetzt erstmal all in bei den Drop-Tickets. Jedes Ticket gibt mir jeweils eine Chance auf eins von 3000 verlosten Portalen, die alle ein Aavegotchi beinhalten. Wie so ein Raffle aussieht, seht ihr hier. Am Anfang schmeißt man seine Tickets in den Lostopf und hofft auf die Items. In meinem Fall habe ich 5 NFTs gewonnen. Die kann ich entweder verkaufen oder den Aavegotchis anziehen. Insgesamt war ich hier echt zufrieden, weil ich gar nicht so viele Tickets hatte. Falls ihr ein Aavegotchi der ersten Generation kaufen wollt, achtet also als erstes auf den Raritätenwert, zweitens auf die Erfahrungspunkte und drittens auf den Kinship-Wert. Den Kinship-Wert könnt ihr vernachlässigen, wenn ihr nicht vorhabt, an dem Drop-Pool teilzunehmen, da ihr Schnellpunkte verliert, wenn ihr euch nicht um das Aavegotchi kümmert. Um zu überprüfen, auf welchem Ranking das Aavegotchi steht, könnt ihr es beim Leaderboard eingeben. Ich verlinke euch alles Wichtige in der Videobeschreibung. Beim letzten Mal waren die Top 5000 Aavegotchis in dem Drop-Pool. Wie es in Zukunft ist, kann ich noch nicht genau sagen. Aber kalkuliert ein, dass viele neue hochwertige Aavegotchis auf den Markt kommen und viele Low-Bobs rauskegeln. Auch ich werde noch im Ranking fallen.
Empfehlen würde ich eher, dass ihr versucht, Portale aus der zweiten Generation zu bekommen. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Die beiden Montana Black Aavegotchis werden mir in Zukunft sicher immer Drops im Kinship und Erfahrungspool geben, wenn ich es nicht komplett vernachlässige. Außerdem kann ich sie eventuell noch mit Items in den Raritäten Drop Pool drücken. Papa Platte musste aber gehen, weil er einfach zu kleine Grundstats hat. Und die Aavegotchis sind einfach super teuer momentan. Ich habe für ihn noch 675 Ghosts bekommen, was gerade 1316,25 $ entspricht und viel mehr Geld ist, als ich für ihn gezahlt habe. Deshalb nehme ich lieber die Ghost Token, um beim zweiten Portal-Drop anzugreifen. Hier muss ich dazu sagen, dass es sehr wahrscheinlich eine Transaktion ist, die versteuert werden muss. Ich nutze Accounting und Coinly, um alles kostenlos zu tracken und um nicht die Übersicht zu verlieren. Die Tools kann ich mit bestem Gewissen empfehlen und verlinke sie auch in der Videobeschreibung. Eine Season wird in 4 Teile aufgeteilt. Es wird immer ein genauer Zeitpunkt genannt, an der ein Snapshot gemacht wird. Das heißt, die Belohnungen werden so verteilt, wie die Aavegotchis zu dem Zeitpunkt in den Rankings stehen. Dann werden die Ghost Token in die Taschen der jeweiligen Aavegotchis geschickt und ihr könnt sie auszahlen. Hier könnt ihr die Beträge also ungefähr mal 4 nehmen, da sich dort nicht viel getan hat. Zumindest in der letzten Season. Ich bin immer hingegangen und habe die Einnahmen gestaked, um wieder mehr Friends zu generieren. So, da ihr jetzt ungefähr wisst, wie das Spiel funktioniert, möchte ich noch auf das neue Auktionsmodell von Aavegotchi eingehen. Mitte August werden 15.000 neue Portale verfügbar sein. 80% der Portale werden per Bid-to-Earn-Auktion versteigert. Das Interessante dabei ist, dass man, wenn man überboten wird, nicht nur seinen Einsatz, sondern auch 1 bis 10% mehr zurückbekommt. Sprich, ihr bietet angenommen 200 Ghosts auf ein Portal und werdet überboten, bekommt ihr bis zu 220 Ghosts zurück und habt umgerechnet gut 40 $ verdient. 20% werden über die Drop-Tickets verlost, die ich eben gekauft habe. Außerdem wird es 2 separate Drop-Pools geben für neue Aavegotchis, da sie ja bei 0 Erfahrung und 50 Kinship beginnen. Somit sollten die neuen genauso gut behandelt werden wie die Aavegotchis aus dem ersten Drop. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze abläuft und hoffe, dass ich mit 2200 Ghosts genug Munition habe, um einiges an Gewinn zu machen, beziehungsweise um ein paar Portale zu ersteigern. Spannend wird's auf jeden Fall. Komm gerne auf den Crypto Games Deutschland Discord, falls du dich über Strategien austauschen willst. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Adios.